Wir sind selten vorbereitet, aber heute haben wir uns doch mal ein Prospekt geschnappt, um euch mal zu zeigen, welche Dekore es hier gibt. Es gibt nämlich 2 verschiedene Holzdekore bei Clever. Genau, das sollte ich vielleicht mal dazu sagen. Wir sind am Stand von Clever. Hier vor allem Clever Van auf Jumper-Basis und zwar der Celebration. Genau, man hört dich nicht. Nochmal. Celebrate good times, come on. Okay. It's a celebration. Für einen Grundpreis von 56.490, wie er hier steht, 71.400. Also da ist schon einiges an Ausstattung noch dazu gekommen. Vor allem zum Beispiel der Transport tatsächlich, der ist auch ziemlich teuer. Genau, aber hier seht ihr schon, was alles mit drin steckt. Wir sind auf 3,5 Tonnen, 140 PS und die Länge 6 Meter ist natürlich auch sehr wichtig zu wissen. Genau, ansonsten, genau, du hast ja eigentlich zur Zeit, du filmst ja alles ab. Wollte ich gerade sagen. Wenn wir jetzt das nicht gesagt haben, man sieht's hier. Genau. Und jetzt schwenken wir nochmal darüber. Genau, also wir haben 2 verschiedene Holzdekore, einmal Ahorn und einmal Eiche. Dann haben wir verschiedene Stoffe eben für die Sitze. Und ich kann auch jedes Kastenwagenmodell in diesen 6 Farben haben, die auf der anderen Seite dann zu sehen sind. Genau, also dem Ganzen sind zwar Grenzen gesetzt, aber nicht so viele. Genau. Ja. Und welches haben wir jetzt hier? Wir haben das Was meinst du? Holzdekor Eiche. Ach so, ja, richtig. Tindari haben wir jetzt ja, hier, gut genau. zu sagen, genau. Und Lederschwarz. Und die Außenfarbe ist wahrscheinlich entweder Eisengrau oder Lanzarote-Grau. Ich würde sagen Eisengrau. Im Prospekt sehen die ehrlich gesagt fast genauso aus. Ja, ich glaube den dunkleren. Eisengrau. Genau, also ein dunkles Grau. So, das Prospekt lege ich jetzt gleich mal weg. Und jetzt ist schon wieder so viel los hier am Stand, beziehungsweise am Fahrzeug. Wir gehen erstmal nach hinten, vielleicht haben wir ja Glück. Also wir sehen hier Gasanschluss, Wasseranschluss und TV, also auch fürs Vorzelt dann gedacht, den Fernseher draußen hinzustellen. Wir haben hier ein Querbett. Ähnlicher Aufbau bei Clever wie bei dem anderen Modell, das wir gezeigt hatten. Beziehungsweise wir zeigen auch noch ein weiteres. So, das sind die Gasflaschen. Wir haben hier, was haben wir denn hier drin? Das könnte sogar wieder so ein Crash. Nee. Nein? Ach so, kein Crash-Sensor? Also wenn es jetzt nicht zufällig von einer Marke dann auch existiert, was ich jetzt nicht weiß. Wir sind uns nicht sicher. Genau. Wir wollen jetzt auch nichts Falsches sagen. Verbaut. Genau. Was Neues bei Clever, und zwar bei allen Modellen, ist dieser Schiffsboden. Den finde ich ziemlich hübsch. Und ja, ist halt wie gesagt eine Neuheit. Eine weitere Neuheit, was hast du entdeckt? Nee. Ein Lichtschalter, der nicht geht. Eine weitere Neuheit ist, Jeanne, dieses schöne Licht, richtig? Dieses schöne indirekte Licht, meinst du? Ja, genau. Da kann man nämlich auch individuell Ganz die Farbe neu, verändern. Licht im Van. Ja, wow. Nein, das hat die Welt noch nicht gesehen. Nee, natürlich rede ich von dieser indirekten Beleuchtung hinter den Schränken, was einfach so viel Ambiente macht. Ja, das Coole ist ja, dass es dazu auch noch eine passende Fernbedienung gibt und du kannst das Licht individuell genauso einstellen, oben und unten anders. Echt? Hell, dunkel, genau. Ja, haben wir alles ausprobiert. Wir haben ein anderes Video noch gemacht. Ja. Und wir zeigen das jetzt auch gleich mal, genau, wenn wir nach vorne gehen. So, und jetzt glaube ich, ist es auch schon wieder leerer geworden. Also diesmal hat es geholfen. Was willst du sagen? 3 Minuten. 3 Minuten? Was machen wir noch? Nach 3 Minuten sagen wir euch, dass ihr gerne German Television abonnieren dürft, damit ihr uns unterstützen könnt, damit wir unseren Job behalten dürfen. Ja. Und wenn wir es richtig machen und ihr gerne eure Kritik oder Meinung dazu äußern möchtet, dürft ihr das gerne in den Kommentaren tun. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, genau. Hoffentlich. Bei YouTube gibt es ja auch leider die andere Variante. Aber die erwähnen wir nicht, haben wir nicht gesagt. Genau. Ja, und es ist kostenlos, genau. Genau. Ja, und zum Thema Job behalten. Natürlich möchte ich meinen Job behalten bei German Television, aber ich will euch auch bitten, falls ihr eine Moderatorin sucht, ich bin immer wieder bereit, ja, mich neuen Herausforderungen zu stellen und gerne auch Events zu moderieren. Also meldet euch gerne, falls ihr das braucht. So, und jetzt zurück zu Clever. Ich habe gerade überlegt, doch, das ist doch eine Arbeitsplatte. Ja. So, ich habe nur gedacht, hä, ist das jetzt... Aus was besteht die Arbeitsplatte denn? Wissen wir das noch? HPL? Ja, HPL. HPL ist sehr widerstandsfähig, sehr hitzebeständig und wasserresistent. Und hier auch ziemlich dünn, aber trotzdem halt, wie gesagt, widerstandsfähig. Ist jetzt keine Neuheit hier, aber genau, das haben die immer verbaut. Ja, so ist aber es. das ist ja auch schon mal was. Ah, jetzt krieg ich es wieder nicht runter. Nein. Das ist Hier. sowas, das muss man immer ein bisschen... Müssen wir 2
Das ist nämlich bei jedem Hersteller ein bisschen anders. Eigentlich ziemlich einfach, aber man muss halt Okay, und das mal ist gemacht jetzt haben. nur Dekor. So, dann haben wir in der Küche 2 Flammenkochfeld dabei und direkt daneben eine Spüle. Wir sind auch hier wieder auf einem relativ kurzen Modell, 6 Meter waren es jetzt, glaube ich. Das ist aber super viel Platz, um da hinten was vorzubereiten. Ja, also Ist man so nicht gewohnt. wir haben gerade eben das 5,40 Meter Modell gezeigt und da habe ich diese Fläche halt nicht. Also von irgendwas muss man sich halt dann verabschieden. Genau, hier habe ich dann nochmal zum Beispiel für Gewürze Platz. Und hier wird auch schon einmal schön beschriftet, dieses keine Klappe. Also am 10. Messetag könnte die sonst schon ab sein. Genau. So, der Kollege. Hallo zusammen. Hi. Kann ich Hallo. euch irgendwie behilflich sein hier? Wir sind am Filmen und der Kollege hat uns schon mal ein bisschen was gezeigt. Ja. Wir haben auch schon mal mit ihm gefilmt zusammen. Ich habe seinen Namen vergessen, um ehrlich zu sein. War das der Christopher? Das war der Christopher. Ach so, ja, schön. Ja, genau. Aber schön, dass du fragst. Die meisten die rennen erstmal weg, wenn wir kommen. Ja. Und sagen, bitte nicht vor der Kamera und bla bla bla. Also, welche Fragen habt ihr denn? Also, ihr seid ja jetzt hier im Clever Modelljahr 2024. Ach, wir sind in der Zukunft. Wir sind in der Nein. Zukunft angekommen und zwar ganz besonders schön hier bei unserem Modelljahr 24 ist. Wir können schon fast sagen, Clever erfindet sich neu hier, Ja. denn wir haben die neue Select Line. Und die neue Select Line ist die neue Premium-Linie von Clever. Und ihr habt sicher schon gesehen, alles ist im Nautic-Design. Und Nautic-Design, genau. das denn? Vielleicht mal hier die junge Dame. Ja. Am besten Welche ist, von uns? am besten ist, Sie setzen sich da mal auf den Stuhl. Und ich kann Ihnen mal so ein bisschen was zeigen. Ja, sehr gerne. Nämlich, das ist eben auch das Besondere jetzt hier bei diesem Fahrzeug. Die abgerundeten Linien, die sich hier so durchziehen. Wir haben hier bei dem Fahrzeug Form und Funktion. Denn die Oberschränke sind nicht nur jetzt in diesem Nautic, in diesem Yachtdesign, sondern die sind auch von der Kapazität deutlich gewachsen. Wir haben also hier bei unseren Clever Select Line im Nautic Design praktisch die größten Oberschränke aller Kastenwagen hier, die Sie hier auf der Messe finden. Ja, genau. Da ist also ein enormes Volumen von der Tiefe. Wir können uns gleich auch noch mal ein anderes Modell anschauen, wo es noch deutlicher wird. Okay, nicht schlecht. Ne? Ja. Also das ist, ich meine, so Sachen, die wissen wir halt dann nicht. Also der Kollege hat uns jetzt mal so einen Rundumschlag kurz gegeben, dass wir so ein bisschen was halt auch auf eigene Faust zeigen können. Genau. Aber wir können gerne mal weiterschauen. Also das ist ja jetzt hier ein 6 Meter Querschläferfahrzeug. Der Celebration, das ist eins der erfolgreichsten 6 Meter Kastenwagenmodelle überhaupt. Okay. Und auch ganz neu ist jetzt hier das Badezimmer. Wenn ihr da gleich mal reinschauen wollt. Ja, sehr gern. Ich gehe da mal vor. So, da sitzt man also hier auch auf der Toilette wunderbar. Simone, du bist gerade deinen Job losgeworden. Ja, ich hab's auch gerade gemacht. Ich finde auch so, ne, man kann durch die Lamellentür, könnte man sozusagen sogar mal so einen Open-Air-Moment genießen, in dem Moment, wenn man hier auf dem Klößchen sitzt und hat eben die schöne Sichtachse hier auch. Aber vielleicht kommen Sie mal so ein bisschen rum. Wir haben nämlich auch hier jetzt unseren neuen Waschtisch, der auch angelehnt ist an den Yachtbau mit den Premium-Oberflächen hier. Das ist also ein speziell gehärtetes Oberflächenmaterial. Das haben wir eben erwähnt, das HPL. Genau. Ja. Und auch ganz schön dabei ist jetzt hier auch der Schrank, der beleuchtet ist. Und hier können Sie bei uns ja ohne Duschvorhang das Fahrzeug auch nutzen und hier drin duschen. Und dann können wir da drin wunderbar Toilettenrolle oder andere Utensilien unterbringen, ohne dass die direkt nass sind. Ja, so sieht Jetzt aus. haben wir haben jetzt schon so viele vom hier zwei Fahrzeug gesprochen Oberschränke, und du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Genau, wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Herbert Büsken vom Büsken Reisemobilcenter aus Schwelm bei Wuppertal. Also wirklich ein cleverer Verkäufer, nicht irgendein dahergelaufener Typ, der meint, er will jetzt mal ins Video. Nee, also wir sind tatsächlich Clever Stützpunkthändler hier für Nordrhein-Westfalen und Clever ist tatsächlich auch unsere Leidenschaft. Sehr schön, das merkt man. Ja. Genau. Absolut, ja. Ja, hier die Oberschränke sind auch ganz schön, weil die sind eben wunderbar. Wir haben 2 Stück. Ja. Das ist ja ein Fahrzeug, was auch ideal geeignet ist, hier auch für 2 Personen. Und dann kann man wunderbar hier die Utensilien unterbringen. Ich persönlich fahre das Modell Runner mit den Längsbetten. Und meine Frau hat die Aufteilung ganz klar definiert. Die hat gesagt, ihr Schrank ist dieser, mein Schrank ist der.
Ich hätte jetzt gedacht, 2 Schränke sind Hab ich ihr auch und du gedacht. kriegst es. Nein, Genau, das hab ich auch ja, gedacht. aber bei mir ist so, wissen Sie, bei mir ist dann die Toilettenchemie drin, bei mir sind dann die Ersatzklorollen drin. Genauso mache ich das aber auch zu Hause. Ja, tatsächlich. Man denkt so, es ist fair aufgeteilt. Ne? Ja. Und Ja, genau. Und er kriegt den ganzen Scheiß noch mit rein. Also was auch richtig super ist, wir können hier optional hier dieses 28 x 28er Dachfenster zubestellen. Sehr schön. Dann kann man auch mal, wenn man so duscht oder so, nach oben ablüften. Aber wir haben ja trotzdem noch das andere Fenster. Ja, das ist ja Serie. Sehr schön. Beim Select ist das Serie. Ja, Ne? okay. Richtig cool. Ja. Den Celebration, den gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Wir haben ja jetzt hier die Variante mit der durchgehenden Sichtachse. Das ist auch für Menschen, die, ich sag mal, so mehr so Genussmenschen sind, so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit brauchen, eine prima Sache. Ansonsten gibt es den Celebration auch mit dem durchgehenden Kühlschrank nach oben hin. Das können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Und die Liegefläche hier, die ist tatsächlich 1,40 Meter in der Breite. Und wir haben eine Liegeflächenlänge bei dem Fahrzeug von 1,93 Meter. Ich bin 1,78 Meter groß und ich lege mich jetzt hier mal rein und Sie sehen also hier, das ist also wunderbar. Okay, Super. richtig krass. Wir haben noch gar nicht die Schränke von der Küche gezeigt, oder? Nee. Nee, da kam er uns dazwischen sozusagen. Da wollten wir gerade weitermachen. Ja, dann würde ich aber sagen, dann machen wir eins. Dann bitte ich, wie heißt du denn? Ich bin die Jeanne. Hallo Genau. Jeanne, ich bin der Heribert. Hallo, Genau. Heribert. Ja, hallo Die Simone. Simone. Also die Jeanne bitte ich jetzt einmal rauszugehen. Ja, sehr gerne. Aber sie muss es ja filmen. Ja, aber ich weiß auch, warum ich das sage. so. Weil wir gucken uns jetzt Das haben mal wir was uns an. tatsächlich schon Da angeschaut. haben wir schon hochgemacht natürlich. Habt ihr denn auch den Leuten gezeigt, was wir hier für sensationelle Schwerlastaufsteller haben? Nee, dann machen wir das Da doch machen jetzt wir auch, da ne? nämlich noch. Also, weil das nämlich ein absolutes Highlight hier. Die meisten Hersteller arbeiten hier mit so Kunststoffbügeln zum zur Seite wegschwenken. Das kennt ihr, ne? Ja, das ist im Deswegen auch nicht so vertrauenswürdig, um ehrlich Genau. zu sein. Ja. Und wir haben aber hier die Schwerlastaufsteller und Simone. Ne? Ja. Simone, drück doch hier mal ein bisschen beherzt, aber nicht mit Gewalt drauf. Ja, Das passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Ne? Und das ist im Grunde so ein Qualitätstest, den Sie direkt machen können, wenn Sie vor dem Reisemobil stehen und wenn man die hier hochklappt, dann ist das super. Und das Ganze kann man prima wegklappen, indem wir das hier so einfach bedienen. So, Simone, setz dich mal richtig Ja, auf die Bank. mach ich. Ich zeig dir jetzt mal was Tolles. Ich Was drehe mal denn? den Sitz. Moment. So, Ich bin gespannt. Ja, genau. Und zwar Folgendes. Ja. Wir haben jetzt hier, das ist bei allen Clever Reisemobilen der Fall, in der Select Line den neuen Premium-Tisch. Und hier haben wir es geschafft, die Tischstärke um die Hälfte der Höhe zu reduzieren. Ohne wahrscheinlich die Stabilität zu gefährden, Die oder? haben wir natürlich noch verbessert. Okay. Ja. Und zwischen Oberschenkel und Unterkante vom Tisch ist hier die maximale Bewegungsfreiheit. Das stimmt. Das ist also auch eine ganz tolle Sache und das gibt es so, ich kenne es nur in der Form bei Clever. Und wir haben jetzt auch passend zum Nautic-Design hier die Abrundung des Tisches von der Oberkante. Und da ist es so, hier fehlt ja jetzt gerade die Ablage. Man kann also dieses Fahrzeug mit einer Ablage bestellen und ohne. Okay. Hier haben wir jetzt den Wegfall der Ablage, damit wir mehr Luft nach oben haben. Ich würde nicht drauf verzichten wollen. Mir könnten sie das schenken, ich würde das nicht haben wollen. Das kostet ja auch noch Geld, dass die weg ist. Ich finde die Ablage super, weil in die Ablage können sie nämlich 2 Jacken reintun, jeder. Also 4 Jacken haben wir da drin, meine Frau und ich. 2-mal Mütze, 2-mal Schal, 2-mal Handschuhe, 2-mal Knirps, 2-mal Rucksack, 2-mal Decke. Und wo wollt ihr damit hin? Ne? Das können wir also wunderbar alles da oben reinstopfen. Okay. Hab Genau. verstanden. Und da ist eben jetzt hier diese Linienführung ideal, weil man kann sich dann mit einem Schwung hier hinsetzen. Ja. Und Ohne das ist sich eine super anzuhauen. Sache. Dann, Finde ich auch cool. jetzt tauschen wir mal. Ja, okay. Nehmen Sie mal hier oder nimm mal da Platz. Ja, gern. Und So, jetzt. wir haben jetzt hier bei Clever tatsächlich auch noch was ganz Besonderes. Ich muss das mal eben einstellen hier. So. Und zwar haben wir hier eine ganz tolle Sitzbank. Ich mache die mal eben so ein bisschen weg hier. Okay. Und Was ist da noch? Ein Tisch? Genau. Hier wäre die Möglichkeit, eine Verlängerung des Tisches dazu zu stellen, um ein Zusatzbett zu ermöglichen. Okay.
Aber ist dann eher so eine Art Notfallbett, oder? Ja, das Bett ist also tatsächlich 70 cm breit und 1,85 Meter lang. Ah, okay. Also das ist schon super. Okay. Isofix ist interessant, ne? Man sieht's hier. Und wir haben jetzt hier bei Clever was ganz Besonderes. Nämlich wir haben eine ganz besondere Sitzbank. Und die wollte ich euch jetzt mal hier präsentieren. Aha. Wir haben als einziger Hersteller eine Sitzbank mit Körperkontur und mit einer Lendenwirbelstütze im unteren Das hört Bereich. sich sehr gut an. Die Gurte liegen außen, das heißt, wenn man hier sitzt, sind die überhaupt nicht im Weg. Ja. Es gibt viele Hersteller, die wählen die Gurte hier in der Mitte Ja. und die sind immer im Weg, wenn man da sitzt. Ja, oder? die brauchen wir ja nur beim Fahren. Ja, eigentlich Genau, schon. ja. Und bei uns verschwinden die hinter der Sitzbank. So, jetzt haben wir hier die normale Sitzposition mit Lendenwirbelstütze. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt hebe ich die Sitzbank hier vorne ein bisschen an Ja. und ziehe die ein Stück vor. Und zwar haben wir jetzt gesehen, wir haben uns jetzt um 3 bis 4 Zentimeter nach vorne bewegt. Ja. Und die Rückenlehnneigung, die ist jetzt noch schräger. Das ist die Komfortstellung. Oh, Ja. okay. Genau. Ja, und dadurch, dass der Tisch ja so hoch ist, macht es auch nichts, wenn ich dann ein bisschen weiter vorne bin mit den Beinen, ne? Genau. Wolltest du mal Platz nehmen und Ja. mal einmal Sitzprobe machen? Ja. Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es sich vorher angefühlt hat. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr bequem. Also man hat Halt, Ja. ohne dass es ungemütlich ist. Genau, das kommt Ja. eben durch die Körperkontur, die Genau. wir hier an der Seite haben. Ja. Also ich sage immer, wenn Königin Elisabeth noch leben würde, ne? Ja, dann würde die da sitzen. Ja. Jetzt macht meine Frau mal Folgendes. Ja. Setzen Sie sich doch mal mit dem Rücken dagegen. Da? Dagegen. Ja. Und dann nehmen Sie mal das Knie und legen das mal hier hin. Ja. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Ihre Kamerakollegin Ja. ist das Meer, die Berge, der Sand und der Strand. Ja, die Palme steht schon da. Genau. Und schöner sitzen als so kann man doch eigentlich nicht, oder? Stimmt. Und hier noch ein Gläschen Wein. Genau, aber das ist Stichwort, wenn Sie noch mal rauskommen. Ja. Oh, ich habe das Stichwort genannt, ohne es zu wissen. Genau, und zwar haben wir ja eben von Standardstellung gesprochen, Ja. dann von Komfort und jetzt haben wir 18 Uhr. Sie gehen zum Kühlschrank und holen klein geschnittene Käsewürfel und Oliven. Ja. Und dann Ich stelle mir das vor. stellen Ja. Sie sich die schön hier auf unseren Tisch und dann wechseln Sie von der Komfortstellung in die Rotweinstellung. Die haben wir nämlich genau, die Rotweinstellung. Und noch eins weiter. So. Das wäre dann diese. Ja, da kommen wir also noch mal weiter vor. Und das ist natürlich super, weil da kann man dann auch wirklich viel Zeit verbringen. Ja. Denn diese Sitzbank, ich muss euch sagen, aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste, weil sie hier in dem Dinette-Bereich als Camperin und Camper die meiste Zeit verbringen. Absolut. Und oft ist es ja auch so, dass wenn man zu Hause auf der Couch sitzt, dass man sich einfach mal anders hinsetzen möchte. Nicht, weil die Couch unbequem ist, sondern weil man einfach sagt, ich möchte einfach mal anders sitzen. Und da ist es eben so, dass das hier bei der Bank mit dabei ist. Und das gehört bei unserer Nautic-Design-Linie, ne, unserer neuen Premium-Oberklasse hier von Clever mit zum Serienumfang. Cool. Also das ist echt ja, wirklich durchdacht. Vor allem, man braucht ja auch deswegen nicht mehr Platz, weil das ist ja auch so immer so eine Genau. Frage, ne? Ja, absolut. Jetzt haben wir hier noch was Schönes. Das ist eine Sitzerweiterung, kann das sein? Nee, das ist tatsächlich eine Stauraumvariante. Das ist eine Option. Normalerweise, können wir gleich hinten mal schauen, ist hier eine Klappe, die man aufmachen kann. Und dann ist in dem gesamten Bereich unter der Sitzbank Stauraum, den Sie aber auch hier mit dem Toplader nutzen können. Okay. Wir haben also einmal die Variante der Wenn man da halt nicht so Schubladen. oft dran muss, dann ist... Genau, ja, ist eine okay. Option rauszuziehen. Ja. Oder wenn man jetzt diese Schublade nicht wählt, ist der Stauraum natürlich noch viel größer. Dann kommen wir also von vorne dran, indem wir die Tür aufmachen oder von oben durch den Toplader. So, ich weiß, du bist unglaublich begeistert von diesem Fahrzeug, aber ich muss jetzt auf jeden Fall noch eine Sache zeigen. Ja. Und zwar, ihr habt doch hier immer so einen Schalter versteckt fürs Licht, oder? Genau, wir Ist der haben hier hinten? ja, einfach mal mit ein bisschen Schmackes nach ich oben. hab sie. Ich hab sie. Wunderbar. So, das will ich nämlich jetzt unbedingt noch zeigen. Das ist mein Lieblingsspielzeug hier. Hat uns der Kollege noch mal Ich gezeigt. hab das Mikrofon ein bisschen drüber. Ach so, Entschuldigung. So. Und jetzt kann ich hier verschiedene Töne einstellen und so weiter. Also das ist richtig genial.
Also verschiedene Rottöne und so weiter. Das ist wunderbar, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Lieblingsmannschaft hat. Ne? Wir sind ja jetzt hier auf Grün. Das wäre zum Beispiel was für die Region Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach. Rot wäre dann mehr Köln, Düsseldorf und Bayern München. Gelb ist klar, da braucht man nicht drüber reden. Das ist der Dortmunder Bereich. Also da haben sie auch die Möglichkeit, alle Vereinsfarben durchzuspielen. Sie dürfen auch mal den Verein wechseln, weil mit dem Fahrzeug ist dann kein Problem. Ja, genau. Ja, aber ich möchte gerne eins, wenn ihr noch 5 Minuten Zeit habt, würde ich gerne mit euch noch einmal in den Runner gehen. Ja. Das ist nämlich ein absolutes Highlight. Und war der Christopher denn mit euch schon im Tour? Nee, Tour? Nee. War nicht. Dem 45er? Doch, den haben wir schon gefilmt. Habt ihr denn das mit dem Vario Das ist der Hammer. Badezimmer Ja, auch das ist der gefilmt? Hammer, ja. Alles gemacht, Haben wir gezeigt. Ja, also der Tour 540 gibt noch einen kleinen Reminder. Ja. Ja, der Tour 540 ist ein sensationelles Fahrzeug, weil sie bei dem Tour 540 die Sitzgruppe vorne in der Größe von einem 6 Meter haben, das Badezimmer nahezu 6 Meter Niveau hat und das größte Bett mit 1,40 Meter Breite. Das ist fast gleich wie hier. Bei einem ganz, Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Und wir wollen unbedingt das andere Fahrzeug noch zeigen. Deswegen gehen wir jetzt mal raus und stell dich noch mal ganz kurz vor. Ja, aber wir müssen auch noch den Runner einmal Ja, gucken. wir machen aber ein neues Video. Ach so, okay. Also? Ich soll mich kurz vorstellen. Ja, bitte. Ich bin der Herbert Büsken vom Büsken Reisemobilcenter in Schwelm. Sie können uns gerne besuchen oder auch online uns besuchen unter www.clever-reisemobile.com. Da finden Sie auch unseren Konfigurator. Auf die Website zum Konfigurator, da können Sie sich Ihren Clever Select Line im Nautic Design selber konfigurieren oder Sie rufen uns an unter 02 336 47 9165. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Besuch. Bis dahin. Tschüss. Sehr schön, vielen Dank. Tschüss. Gerne.